Die Volksrepublik Albanien galt als die schlimmste Diktatur im einst kommunistisch genannten Europa. Das Regime von Enver Hoxha hatte auch den schrecklichsten aller Geheimdienste, den Sigurimi. Dessen Männer ließen Zehntausende einsperren und foltern. Auch ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der Diktatur haben viele Albaner noch immer Angst vor den Listen und Praktiken der Sigurimi-Leute. Seit diesem Jahr nun sind die geheimen Aktenschränke geöffnet. Die Aufarbeitung, sie hat begonnen. Doch die Furcht ist geblieben. Die bunte Stadt, so nennen die Albaner ihre Metropole Tirana seit dem Ende der grauen Zeit der Diktatur. Viele kommunistische Symbole sind seit 1991 verschwunden. Doch einige werden bewusst erhalten oder sogar rekonstruiert. Wie das Haus der Blätter, die ehemalige Abhörzentrale des albanischen Geheimdienstes Sigurimi, mitten in Tirana. Früher gingen von dem Gebäude nur Angst und Schrecken aus. Die Menschen mieden diesen Platz. Viele ahnten und noch mehr wussten, was hier geschah. Heute gehören die Reste dieses Orts dem Staat. Das Kulturministerium will bis 2016 endlich ein Museum daraus machen. Der Druck kommt vor allem von ehemals Verfolgten der Geheimpolizei. Der Sigurimi hatte es geschafft, jeden Bereich der Gesellschaft zu durchdringen. Um das Volk zu terrorisieren, wurde das Gerücht verbreitet, dass einer von 3, später sogar jeder zweite, ein Sigurimi-Mitarbeiter ist. Mit der Folge, dass selbst Eheleute einander verdächtigten. Wer hier verhört wurde, zumeist wegen staatsfeindlicher Agitation und Propaganda, den überkam sofort Todesangst, berichten einst Verfolgte. Wer seine Schuld nicht gleich eingestand, musste noch in den Keller. Wer die Folter überlebte, wurde danach meist in eines der 23 Gefangenenlager Albaniens deportiert. Im Herzen Tiranas weisen heute Relikte aus der kommunistischen Zeit auf die Geschichte des lang abgeschotteten Landes hin. So stammen diese Stelen aus dem berüchtigsten Arbeitslager, aus Spac. Installiert hat sie ein Überlebender. Die Grundlage des Sigurimi waren im Wesentlichen Akten, in denen die Menschen kategorisiert wurden. Angefangen mit dem PP-Status, der in Bearbeitung bedeutete. Der nächste, der AA-Status, hieß verhaftungsbereit und so weiter. Diese Dokumente waren intern für den Parteibedarf und alle Machtstufen des Regimes gemacht. Es gibt unzählige solcher Listen. In gewisser Weise ist ganz Albanien aufgelistet. Fatos Lubonja war 7 Jahre in Spac, wurde hier sogar ein zweites Mal verurteilt. Schon sein Vater war in dem Lager getötet worden. Sippenhaft war eine Methode des Sigurimi. Heute ist Spac eine große Ruine. Nur ein Gedenkstein erinnert an die vielen tausend Menschen, die geschunden und ermordet wurden. Doch bald soll auch Spac ein Museum werden. Historisch aufgearbeitet wird die Geschichte der albanischen Diktatur hier am Institut zur Aufklärung der kommunistischen Verbrechen. Dessen Arbeit wird nun endlich auch vom Parlament unterstützt. Unsere Arbeit ist gefährlich, weil sie sich mit den Verbrechen einer Diktatur beschäftigt. Sie bezeugt Verbrechen von Leuten, die damals an der Macht waren und es heute wieder sind. Ein einziges Sachbuch gibt es bisher über den Sigurimi. Der Autor, einst Archivar im Innenministerium, will nicht vor die Kamera. Er hat Angst. Warum? Die Personen, die in hohen Positionen des Sigurimi tätig waren, befinden sich auch heute an den Schaltstellen der albanischen Politik, des Rechtssystems und der Wirtschaft. Im Land der 2 Millionen Cousins, wo jeder jeden kennt, hat es die Aufarbeitung nicht leicht. Doch sie kommt in Gang. In den Schulbüchern taucht sie auf, aber nur oberflächlich. Zeitzeugen wie Gesim Peşkepia gehen deshalb selbst in die Klassen. Albanien soll seine Geschichte niemals vergessen. Ich habe Buchenwald in Deutschland besucht.
und stellte fest, wie getreu jene Methoden dann in Albanien übernommen wurden. Dazu kamen die sowjetischen Gulag-Erfahrungen, die Perfektionierung des Bösen. Die Geschichte des Bösen liegt noch oft im Verborgenen. Doch immer mehr Albaner wollen, dass sie an die Oberfläche kommt. Ja, eine schwere Aufarbeitung liegt wohl noch vor den Albanern, auch 25 Jahre nach dem Sturz der Diktatur.